Ich durfte mit Robert von Rhine Forest Fund sprechen und ihm ein paar Fragen stellen. Warum ist das Loiser-Ökosystem so besonders und warum sollten wir hier in Europa uns dafür interessieren? Das Loiser-Gebiet im Norden Sumatras ist eines der letzten großen Waldgebiete Südostasiens, zum großen Teil auch noch unberührter Urwald. Und somit ist das Loiser-Gebiet eines der Schlüsselgebiete für das Überleben der unglaublichen Artenvielfalt Südostasiens. Dort gibt es Elefanten und Tiger und noch einige der letzten Sumatra-Nashörner, von denen es weltweit nur noch ein paar Dutzend geben dürfte. Es gibt dort Sumatra-Orang-Utans, es gibt dort unglaublich viele Pflanzenarten und Vogelarten. Es ist ein unglaublicher Reichtum. Was sind die größten Bedrohungen für Wildtiere in Loiser? Eine der größten Bedrohungen sind Wilderer. Die legen Schlingfallen aus, wie diese hier, in die dann zum Beispiel Tiger und andere Tiere hineintreten. Die ziehen sich dann zu und die Tiere verenden qualvoll, zum Teil über Tage hinweg. Wie helfen die Ranger-Teams vor Ort? Das Forum Conservasi ist eine lokale NGO, die in Sumatra aktiv ist. Und die unterhalten fast 40 Ranger-Teams, die wichtige Gebiete im Loiser-Gebiet patrouillieren. Und die sammeln dort zahllose Fallen ein. Also die haben schon viele 10.000 Fallen eingesammelt. Und jede Falle, die eingesammelt wird, rettet potenziell einem Tier das Leben. Und bei manchen Arten, wie zum Beispiel dem Sumatra-Nashorn, kann jedes verlorene Individuum darüber entscheiden, ob die ganze Art ausstirbt oder nicht. Okay, Robert, und was passiert, wenn wir jetzt nicht handeln? Weil der Genpool von solchen bedrohten Arten, von denen es nur noch ein paar Dutzend oder ein paar hundert gibt, ist schon so empfindlich klein, dass jedes Individuum zählt. Die Ranger-Patrouillen sammeln aber nicht nur Fallen ein, die sammeln auch Daten über die Wildtiere, die noch vorkommen, was auch sehr wichtig ist, um sie gezielt schützen zu können. Und sie sammeln Informationen über illegale Aktivitäten wie illegalen Holzeinschlag und sie nehmen auch Wilderer fest. In den Gebieten, wo die Ranger patrouillieren, geben die Wilderer erfahrungsgemäß recht schnell auf, weil sie sehen, dass ihre Fallen immer wieder eingesammelt werden und weil sie auch merken, wie gefährlich es für sie geworden ist. Wie viel kostet es denn, ein Ranger-Team zu finanzieren und wofür wird das Geld verwendet? Ein Ranger-Team für Loiser kostet ungefähr 34.000 € pro Jahr und damit kann zahllosen Wildtieren tatsächlich das Leben gerettet werden. Wenn die Ranger-Teams zusammenbrechen, mangels Finanzierung, dann ist es eine Katastrophe, der zahllose Wildtiere zum Opfer fallen werden, darunter eben auch hochbedrohte Arten, die innerhalb von wenigen Jahren auszusterben drohen. Vielen Dank, Robert. Und noch eine letzte Frage. Was würdest du den Menschen mitgeben wollen, die helfen möchten? Wenn es euch auch wichtig ist, dass es auch künftig noch Tiger und Elefanten und Nashörner und vieles mehr in Sumatras Wäldern geben wird, dann helft uns, unterstützt uns mit einem kleinen Betrag, macht es möglich, dass wir Ranger-Teams finanzieren können und dass die letzten ihrer Art in Loiser geschützt werden.